Hallo. Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Hobby Racer Kanal. Ja, es geht mal wieder ums Thema hier, was bringt eigentlich Pitbike fahren? Es ist ja so ein Thema mit gespaltener Meinung. Die einen finden es mega geil, wollen damit trainieren und fahren im Winter, und die anderen sagen, boah nee, das hat überhaupt nichts mit dem großen Motorrad zu tun. Der kleine Scheißhaufen, was will der überhaupt? Da kann man gar nichts mit irgendwie aufs große Motorrad übertragen. Ist doch der absolute Quatsch, Geld- und Zeitverschwendung. Was ist jetzt genau Phase? Ich kann es nachvollziehen, was viele gegen Pitbike fahren haben. Letztes Jahr, das allererste Video auf meinem Kanal, ging genau darum, ums Pitbike fahren. Wir waren das erste Mal am Bodensee, ich kann gar nicht mal sagen, in welcher Halle genau, Pitbike fahren, und davor war ich selber noch nie auf so einem Karren gesessen. So, das war dann Winter, Pitbike viel zu klein und Slicks in einer kalten Halle mit glattem, kalten Boden. Das heißt, es war die Vollkatastrophe, wir haben nur auf der Nase gelegen, es hat sich nicht ansatzweise irgendein Trainingseffekt eingestellt und ich konnte null nachvollziehen, was jeder immer gesagt hat, warum man Pitbike fahren gehen soll. Es hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Das war mehr so eine Sache, ja, es kann man mal machen, ist ganz lustig, so ähnlich wie Go-Kart fahren. Macht man auch jetzt nicht jedes Wochenende oder jede 2 Wochen, aber ab und zu ist es für die Gaudi doch eigentlich mal ganz lustig. Genauso hat sich bei mir mit dem Pitbike-Fahren verhalten, war bei mir ähnlich. So, jetzt kam aber dieser Winter und ich habe gemerkt, ich habe so lange auf dem Arsch gesessen und bin komplett aus diesem Motorradfahren-Thema rausgekommen. Was machen wir jetzt? Ja, du kannst natürlich nach Spanien runterfahren für einen Haufen Geld und dort die paar Sonnenstrahlen und tagsüber warmes Wetter nutzen, um dort Motorrad zu fahren. Aber wie schon gesagt, es ist verdammt teuer, es ist verdammt viel Aufwand, da jedes Mal runterzukommen. Das ist mir am Ende auch nicht wert und das kann man auch nicht regelmäßig machen. Dazu kommt, was mache ich während der Saison, wenn ich mal keinen Rennstreckentermin habe? Wenn jetzt mal, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen zwischen den einzelnen Terminen liegen, ja, kann ich nur Straße fahren. Super, da fährt man gemütlich, das hat auch nichts mit Rennstrecke fahren zu tun. Ja, da habe ich dann auch nach einer Möglichkeit gesucht, was ich stattdessen machen kann. Und dann kam das Thema Pitbike, hier seht ihr es, wieder so ein bisschen ins Spiel. Zusammen mit Freunden und Kollegen, die dann auch immer mehr das Thema angeschnitten haben, haben wir uns Gedanken gemacht und am Ende dann die Karren gekauft, weil jedes Mal sich irgendwo einbuchen mit einem Leihmotorrad und dann in die Sturzkasse einzahlen, macht auch wenig Sinn. Das heißt, wenn man das wirklich intensiv machen will als Trainingsthema, sollte man früher oder später sich selber so einen Haufen zulegen. Das Ding kostet neu, mit Reifen, mit allem Pipapo, was man sonst noch braucht, so Crashpads und alle möglichen Handguards, was man halt in der Halle braucht, um fahren zu dürfen, um die 2000 Euro. Gibt natürlich auch teurere, gibt natürlich auch günstigere, muss man gucken. Man kann auch auf dem Gebrauchtmarkt gucken, wenn man keine Angst davor hat, dass man nicht weiß, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. So viel zu dem Thema. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Was bringt's denn jetzt überhaupt? Kann ich irgendwelche Effekte feststellen, die ich auf der großen Rennstrecke irgendwie gebrauchen kann? Ganz einfach, ja, gibt's. Aber man muss erst mal reinkommen. Thema Blickführung. Blickführung, ich habe es euch in vergangenen Videos schon gesagt, auch in meinem Ziele-Video, ich verlinke es euch hier oben nochmal, ist es mit unter anderem ein Problempunkt von mir. Die Blickführung ist einfach, dass ich vergesse, rechtzeitig weit genug vorauszuschauen. Das heißt, ich habe zu lange den Blick auf den Scheitelpunkt fokussiert oder auf meinen Bremspunkt fokussiert und konzentriere mich aber nicht weit genug drauf, nach vorne zu gucken und einfach die nächste Fahrsituation schon irgendwie ins Auge zu fassen. Und genau das, habe ich gemerkt, kann ich hier mit dem Pitbike wunderbar üben und einfach verinnerlichen. Hier ist es nämlich genau dasselbe Thema, und zwar jedes Mal aufs Neue, wenn ich hier auf den Pitbike-Platz komme zum Üben. Jedes Mal fällt mir immer wieder auf, dass ich auf dem Karren sitze und viel zu lange in den Scheitelpunkt gucke, viel zu spät den Blick nach vorne mache, bis ich dann nach ein paar Stunden gemerkt habe, okay, achte da mal ein bisschen mehr drauf, und auf einmal fängt das Fahren an, mehr Spaß zu machen, weil ich flüssiger fahren kann, weil ich nicht so abgehackt fahre und weil ich einfach viel entspannter fahren kann. Die Sache ist nämlich die, wenn ich die ganze Zeit vor mich gucke, ist alles extrem hektisch. Ich muss direkt schnell mich auf die nächste Fahrsituation wieder fokussieren und vergesse dabei oft andere Sachen wie richtige Sitzposition oder den richtigen Zeitpunkt zum Anbremsen und ähnliches. Aber wenn ich dann anfange, weiter nach vorne zu gucken, schon die nächste Kurve anzuvisieren, während ich in der eigentlichen Kurve noch bin,
dann funktioniert das viel besser. Es wird viel entspannter, viel lockerer und ich kann viel flowiger fahren. Nächster Punkt, der mir auch aufgefallen ist, den ich wesentlich verbessern kann mit dem Pitbike fahren, ist, man möchte es kaum glauben, die Körperhaltung. Die Körperhaltung hat im ersten Moment wenig damit zu tun, wie man auf einem großen Motorrad sitzt. Es ist ein anderer Lenker, es ist kleiner, eine andere Rastenanlage, es ist ja viel anders, aber im Endeffekt, im Prinzip doch das Gleiche. Man sitzt auf dem Pitbike einfach situationsbedingt am Anfang wie so ein steifer Bock drauf und dadurch macht es auch wenig Spaß zu fahren. Das war mit ein Problem gewesen, als ich das erste Mal im Winter fahren war. Das wird mit ein Problem sein, was viele von euch, die das erste Mal auf dem Pitbike sitzen, auch gehabt haben. Und auch viele, der Showstopper war, dass sie dann keine Lust mehr drauf gehabt haben. Weil man da drauf einfach wackelig sitzt, es ist instabil, die Reifen sind klein, man sitzt am Anfang viel zu weit hinten. Man muss sich gewöhnen, hier richtig weit vorne zu sitzen, um einfach Druck aufs Vorderrad zu bringen, um dann ordentlich fahren zu können. Und das Ganze gilt aber im Endeffekt auch fürs große Motorrad. Da müsst ihr auch Druck aufs Vorderrad bringen beim Kurveneingang. Ihr müsst beim Kurvenausgang euch nach vorne lehnen, damit ihr keine Wheelie-Neigung habt und ähnliches. Das ist 1:1 übertragbar. Natürlich ist die Sitzposition ein bisschen unterschiedlich, aber vom Prinzip her gilt das Gleiche. Dann kommt das nächste, dass man sich mit dem Oberkörper locker machen muss und nicht so bocksteif auf dem Karren herumhängt, wie so ein Affe auf dem Schleifstein, dass man kaum sich in die Kurve lehnt und einfach Angst hat, richtig runterzugehen. Man muss, wie in meinen vorherigen Videos schon gesagt, was Körperposition angeht, ihr müsst so früh wie möglich das Knie auf den Boden bringen, dass ihr nochmal einen Kontaktpunkt habt, dass ihr wie so ein Stützrad noch in die Kurve mit reinnehmen könnt. Und ihr könnt beim Pitbike super üben, dann euren Oberkörper mit in die Kurve reinzulehnen. Dass der Oberkörper Richtung Handgelenk reinbeißt. Dieses Prinzip nach vorne, unten immer geht. Man fühlt sich einfach unwohl dabei, aber wenn man dann einmal den Dreh raus hat, wenn man weit genug hier vorne sitzt, wenn man sich ordentlich in die Kurve reinlehnt, wenn man das Knie unten hat, am Ende, wenn es ordentlich anfängt Spaß zu machen, ist nicht nur das Knie unten, sondern beim Pitbike auch die komplette Seite vom Schuh. Ihr seht es hier an meiner Lederkombi, sogar das Schienbein schleift am Ende, weil ich komplett mit dem Schienbein unten liege, um noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen, für meinen Oberkörper auch noch mit in die Kurve runterzubringen. Wenn ihr das einmal raus habt, wie das funktioniert, fängt das ganze Thema an, richtig Spaß zu machen und ihr stellt euch dann auf einen Lerneffekt ein. Punkt 3 ist einfach das Gefühl fürs Hinterrad. Man möchte es auch hier kaum glauben. Das kleine Ding hier, was hat es? 14, 15 PS, je nachdem, was man für einen Motor drin hat. Da denkt man auch, was soll mir das bringen im Vergleich zu einer 200 PS Maschine auf der großen Rennstrecke. Aber das Prinzip von einem rutschenden, slidenden, driftenden Hinterrad ist auch hier wieder genau das Gleiche. Wenn ihr hier in die Kurve reingeht und auf einmal merkt, wie das Hinterrad anfängt zu rutschen und dann aber mit dem Gas spielt, um weiter den Drift zu erhalten und dadurch viel besser die Kurve fahren zu können, beziehungsweise das Motorrad in der Kurve besser turnen zu können, dass es schon mehr Richtung Kurvenausgang guckt und ihr früher ans Gas gehen könnt, dann merkt ihr auf einmal, okay, das ist es. Das macht Spaß und das hilft mir auch beim großen Motorrad. Weil was ist beim großen Motorrad, vor allem bei Anfängern, oft das Problem? Wenn das Hinterrad anfängt zu rutschen, dann kommt die Schrecksekunde, man hackt das Gas zu und das Motorrad kriegt wieder Grip, stellt sich auf, Highsider, ab geht's in die Botanik. Scheiße war's. Wenn ihr aber auf einem kleinen Motorrad, im kleinen Umfeld gelernt habt, was passiert, wenn das Hinterrad rutscht, wenn ihr merkt, dass man das mit dem Gas kontrollieren kann und wenn ihr diesen Schockmoment aus euch raus habt, dass ihr das Gas auf einmal schlagartig schließt, sondern mit dem Gas spielt und das Hinterrad so im Drift haltet und die Kurve durchgeht, plus am Kurvenausgang das Motorrad dann bewusst von euch wegdrückt, um Grip zu generieren, dass ihr wieder nach vorne schießt, dann hilft euch das mega weiter, auch beim großen Motorrad auf der großen Rennstrecke. Auch hier natürlich ist es nochmal was anderes, es bei höheren Geschwindigkeiten zu machen, im großen Umfeld mit einem großen Motorrad. Alles selbstverständlich, bin ich voll und ganz bei euch. Aber ihr habt das Prinzip schon mal drauf, euer Gehirn weiß, okay, was gerade passiert und ihr reagiert einfach ganz anders. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ihr bei Pitbike-Fahren lernen könnt. Ein weiterer Punkt ist außerdem, dass ihr auch mit dem Pitbike das in die Kurve reinbremsen üben könnt. Ihr merkt hier bei dem kleinen Reifen sofort, wenn das Vorderrad anfängt zu stottern und ihr könnt hier richtig aggressiv mal in die Bremse hacken und gucken, was passiert. Ihr seid hier langsamer, die Sturzgefahr ist nicht so hoch und wenn es doch mal zum Sturz kommt, ist es bei weitem nicht so schmerzhaft und nicht so teuer,
wie beim großen Motorrad auf der Rennstrecke. Deswegen habt ihr hier eine geringere Hemmschwelle und könnt richtig reinhacken und einfach mal probieren, was passiert denn mit so einem Zweirad. Weil im Prinzip ist und bleibt das Ganze einfach nur ein Zweirad, was von der gleichen Physik profitiert wie das große Motorrad. Deswegen auch hier ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, warum sich das Ganze auf jeden Fall zum Trainieren eignet. Ja, und letztendlich, was bleibt noch übrig? Natürlich der Vorteil, dass ich hiermit jederzeit fahren kann. Das heißt, ich kann im Winter in allen möglichen Karthallen fahren. Ich kann im Sommer zwischen den Events auf allen möglichen Kartstrecken fahren. Ich habe hier in meinem Fall jetzt noch eine private Kartstrecke zum Üben. Ich kann auf Outdoor-Kartstrecken gehen. Ich kann auch hier weiter in Indoor-Karthallen fahren. Ich kann jederzeit fahren, wann ich will, wie ich will, zu einem kleinen Preis. Normalerweise kostet so ein Event ganztags 50 Euro. Lass es halbtags 30 Euro sein, wenn ihr nach Feierabend noch eine Runde drehen wollt. Heute zum Beispiel nach Feierabend, alles auf den Hänger geschnallt, Auto vollgeladen, hierher gekommen, 2 Stunden fahren, 18 bis 20 Uhr, entspannte Lage. Habe ich was getan, habe ich geübt, habe ich trainiert, hat mich nichts gekostet, außer ein bisschen Benzin. Und dann geht es wieder nach Hause und ich habe einen schönen Nachmittag gehabt. Das ganze Thema hat am Ende wirklich nur Vorteile. Aber ihr müsst euch bewusst sein, man muss sich erstmal drauf einlassen. Man muss sich drauf einschießen. Man muss sich erstmal ein bisschen damit befassen. Es ist nichts, was man jetzt, wenn man vom großen Motorrad kommt, sofort 1:1 adaptieren kann, sondern man muss auch hier erstmal üben und lernen und verstehen, was das Ding mit einem macht. Und dann bringt es euch auch einen Mehrwert. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Vielleicht regt es den einen oder anderen an, auch mal Richtung Pitbike zu gucken oder, wenn er schon mal drauf gesessen hat, das Ganze noch ein zweites Mal auszuprobieren. Lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare, was ihr hier vom Pitbike-Fahren haltet. Und ansonsten nicht vergessen, Video positiv bedaumen, Kanal abonnieren, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao.